Marina holt den Strom rein. Hintere Leine kann ab. Mit Bugstrahl ziehe ich jetzt ins Mittelwasser. Dafür hat man ja Bugstrahl. Wir fahren jetzt nochmal drüben bei die Tanke vorbei und schauen mal, ob wir da sehen können, was es Benzin kostet, oder Diesel. Super Plus 2,49 und Diesel 1,98. Also mit einem Benzinerboot möchte ich nicht mehr unterwegs sein. Das ist allerdings 98er super, aber das haben die meisten ja nur noch. Alles fertig. Aber doch vergessen, den Klink auf den Betriebsstundenanzeiger zu gucken. Aber wir haben links 2,12,9 und rechts 2,09. Und jetzt geht es erstmal eine Weile geradeaus. An Spakenburg vorbei, Beustem vorbei, Almere und dann kommen wir aufs Markermeer und dann geht es rüber nach Durgadamm. Es ist wirklich total leer. Die einzigen, die hier uns unterwegs begegnen, ist die Berufsschifffahrt. Jetzt passieren wir den Yachthafen Ebenhof. Dahinter gibt es auch einen Centerpark. Hier waren wir auch vor ganz vielen Jahren mal. Da sah der Hafen noch ganz anders aus. Und diese Häuser sind noch angebaut, also ein richtiges kleines Dorf geworden. Hier stehen auch wieder sehr schöne Yachten. Stehen natürlich alles Mega-Yachten. Das ist schon ein teures Pflaster hier. Hier vorne an ist direkt auf der Spitze ein Restaurant. Und auf der anderen Seite kommt Spakenburg. Hier einfach nach Spakenburg. Da ist auch noch jede Menge frei. Dann kann man auch ziemlich weit vorne stehen, wenn man das möchte. Oder man fährt halt bis rein durch Spakenburg durch, also in die Stadt rein. Und auch da gibt es wunderschöne Liegeplätze. Von vorn fährt einer schnell. Darf der das dort? Eigentlich nicht. Man sollte sich hier in Holland auf jeden Fall an die Geschwindigkeiten halten. Es kann nämlich verdammt teuer werden, wenn man das nicht tut. Es gibt doch noch ein paar Privatschiffe. Wir holen jetzt ein Arbeitsboot. Ja, Marina kommt mit frischem Essen. Das ist Frühstückszeit. Mittagszeit schon. Das ist Brunchen angesagt. Ja. Ja, wir sind hier am Eemmeer und links geht es ab nach Amersfoort und vor uns liegt die Insel Dodehund. Da kann man auch ganz gut liegen. Ist allerdings im Sommer ein bisschen schwierig, weil es dort sehr viel Kraut gibt. Da muss man schauen, wie man die Insel anfährt. Jetzt nach Amersfoort und da ist der Dodehund. Auf der rechten Seite wundert es mich, hier standen früher, meine ich mal, direkt Windanlagen hier am Ufer. Die sind irgendwie weg. Oder ich habe eine falsche Erinnerung. Ja, hier links geht es nach Amersfoort. Drüben ist der Dodehund. Die Brücke zum Goimeer haben wir passiert. Das Goimeer ist bekannt bei Anglern für seine Zanderbestände. Hier ist sozusagen die Heimat des Vertikalangelns. Und da kann man wirklich sehr viele Zander fangen, auch tagsüber. Weil es ist sehr tief, das Goimeer, ne? Ja, gerade an den Kanten hinten vor Almere, da stehen die dann sehr oft. Auch hier unter den Brücken habe ich die schon gesehen. Wir kommen jetzt hier links noch auf der Insel Grüßer Hof, da kann man auch ganz gut liegen. Wir sind jetzt mitten im Goimeer. Links geht jetzt ab Richtung Huizen. Da waren wir auch mal gewesen, aber da haben wir den Hafenmeister auf den falschen Fuß erwischt und sind wieder rausgefahren. Also so richtig übernachten haben wir da noch nicht. Vor uns sieht man jetzt schon Almere Hafen. Da ist es doch ein bisschen diesig. Ich hoffe nicht, dass wir noch eine Husche mitkriegen, bevor es gleich aufs Markermeer rausgeht. Jetzt haben wir bei Almere doch etwas Regen, aber mit guten Scheibenwischer ist das alles kein Problem. Jürgen zerstört gerade wieder unseren Scheibenwischer. Hast du ihn zerstört? Ja. Almere Hafen im Regen. Das Wetter wird jetzt langsam ungemütlicher. Man kann da links in den Yachthafen fahren oder geradeaus in den runden Passantenhafen.
Wir bevorzugen immer den Passantenhafen, der ist gemütlicher. Und auch der Hafenmeister ist sehr nett. Ja, das Meer haben wir hinter uns gelassen. Jetzt fahren wir Richtung Markermeer. Vor uns liegt noch die Schelp. Das ist eine Insel, da haben wir auch schon öfters mal gelegen. Allerdings die besteht aus 2 Inseln. Und die Insel hat einen Strand. Genau, da kann man am Strand liegen. Und dahinter ist dann der Hafen. Da kann man auch mitten durch die beiden Inseln durchfahren und auf der anderen Seite dann Richtung Naden rein. Auch zu empfehlen für Hundebesitzer. Sehr schön auch die grüne Kante, wenn man nach Naden reinkommt auf der rechten Seite. Und ein schönes Restaurant auch. Die Schelp, Naden und hier geht es gleich raus aus Markermeer. Aber wir lassen Naden dieses Jahr aus. Es sind einige Deutsche unterwegs und es sind auch schon ein paar Follower gewesen, die uns folgen auf unserem Vlog und da freut man sich, wenn man sich gegenseitig zuwinkt. Aus dieser Position kann man mal sehen, wie Bode on Tour filmt. Jetzt werde ich beim Film gefilmt, doppelt gefilmt. Das Goimeer verlassen wir jetzt gleich, da vorne ist schon die Brücke. Und ja, das ist teilweise hier sehr tief. Im Sommer gibt es allerdings hier auch sehr viele Probleme mit Blaualgen. Das ist also nicht so ganz so schön. Komische gelbe Tonnen hier im Wasser vor der Brücke. Den Sinn kann ich da noch nicht erkennen. Die sind mit Radar 1 bis 4 gekennzeichnet. Wir haben die Brücke passiert und sind jetzt auf dem Markermeer. Genau genommen sind wir auf dem Eimeer, gar nicht auf dem Markermeer. Hier unten ist ja das Eimeer. Und auf der rechten Seite kommt jetzt hier Muidersand. Und links vor der Insel könnte man abbiegen nach Muiden. Das ist eine kleine Passage, da kommen wir mit nicht so tiefen Booten locker durch. Ein schönes Segelwetter heute. Wind, aber nicht zu viel Welle. Im Hintergrund sieht man Pampus Island. Da müssen wir rum und hinten kurz vor Amsterdam dann ist unser Ziel. Unser Ziel kann man da hinten schon erkennen. Dann gibt schon Gas. Ein kleines Stück kann man hier schnell fahren. Dann gehen wir noch eine kleine Runde Gas, sind 2 Kilometer oder so. Das ist wieder die Glocke, die so quietscht. Ja. Das war schnell von A nach B. Ja, 42 Wochen. ja, so Marschfahrt. Drüben an der Baustelle ist gerade ein Polizeiboot. Oder Wasserwacht vielleicht auch nur. Ich hoffe nicht, dass sie uns jetzt irgendwie anhalten. Jetzt dreht sie ein. Oh je, 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 je. Sie dreht ganz rum. Hier ist eine Baustelle. Das Schiff bewacht das, dass hier niemand irgendwie da reinfährt. Noch ist da nicht die Polizei. Sah nur so aus. Zur Weih. Marina bereitet das Schiff zum Anlegen vor. Nach den dicken Pollern da hinten müsste es rechts reingehen. Das ist für uns jetzt auch Neuland. Wir sind bisher immer nur geradeaus Richtung Amsterdam gefahren. Da hinten scheint der Hafen zu sein. Hier zwischen Grüner und Flachwassertonne können wir locker lang fahren. Das ist genau die Fahrrinne für uns. Dann stören die Berufsschiffe nicht. Bürgerdamm ist erreicht. Die Tonne ist die Teilung. Und Frank ist schon abgebogen. Ja, wir sind jetzt nach Bürgerdamm eingebogen. Absolutes Neuland für uns. Soll ein schöner Hafen sein, sehr ruhig. Aber wir wollen heute grillen, brauchen kein Restaurant. Der Segler vor uns, wissen wir nicht, ob der hier sich auskennt, einen Platz hat oder auch schaut. Ja, spannend. Wir haben unser Zielhafen für heute erreicht. Und wir schauen mal, wo wir hin müssen. Jürgens, du sollst mal bitte voranfahren, die möchten dir was sagen. Hier rechts
Wir drehen noch. Er hat gesagt, so ist besser. Bleib so. Okay. Da passen wir nicht rein, solange der Segler mit dem Mast da steht. Der Hafenmeister meint, das würde passen. Ja, dann soll der Hafenmeister das einstellen. Wir rammen jetzt schon den Mast. Wir sind jetzt schon am Mast und hinten fehlen uns noch 2 Meter. Die Grand Banks geht jetzt nach hinten. Willst du nicht die untere Kante nehmen? Ich wollte nur einmal ein Stück zurück oder? Ein ganz kleines bisschen noch, aber nicht viel. Nicht viel. Okay. Und dann hier so die kleinen. War da immer drauf, dass ich reinfalle? Hast du Aber das ist auch wieder sehr schwer, du. Hast du gut erkannt. Das ist ein Highlight auf dem ganzen Video. Ja. Ja, jetzt wird spannend, jetzt wird spannend. Hat geklappt. Mist. Jetzt hat's gut verloren, ne? Ja. Mal die Anna los, dann kann ich schon mal hier rumlaufen. Wir liegen perfekt in Durgadamm. Das ist schon hier eng und für so große Boote schwierig, aber hat doch alles geklappt. Die Grand Banks ist noch ein Stück nach hinten gegangen, sodass wir hier auch passten. Fehlt zwar auch nicht mehr viel. Frank muss ins Päckchen gehen, aber alles gut. Haben wir einen wunderschönen Liegeplatz ergattert. Und hier geht es gleich an den Kanal. Hier vorne steht ein großer, schöner Katamaran. Toll. Da geht's nach Amsterdam. Wunderbar. Zum Wohl. Zum Wohl. Gut im Hafen angekommen, in Durgadamm erstmalig, kurz vor Amsterdam. Sehr schön hier. Schöner kleiner Hafen. Ein sehr schönes Schiff, gefällt mir sehr gut. Ja, Aber es ist aber Stahl. das Stahlboot, ja klar. Aber ist jetzt ein Werfbau, den ich nicht kenne. Das ist altersgerechter. Ja, absolut. Ja. Und wir fahren jetzt mit der Fähre. Weil das ist ja hier ein ganz langer Hafen und wir wollen ja auf die andere Seite. Marina, dreh mal dran. Muss natürlich immer aufpassen, dass von links und rechts keiner kommt. Stimmt. So rum, glaube ich. So. Ja, jetzt dreht sie. Jawohl, jetzt dreht sie auf. Ja. Aber eigentlich stellst du dich davor. Sonst hast du gleich deinen Arm da eingequetscht. Claudia, gib nicht so viel Tipps, sonst machst du das gleich. Und wenn jetzt einer kommt, dann hat der Kopf ab. Das Seil geht hoch und die Fähre kommt. Nichts für Weicheier. Das ist Sport. Ich habe ja Sport geschwänzt. Richtig. Ja, Das Reha-Sport hier. Reha-Sport. Gut für den Rücken. Und die Fähre kommt. Marina hat es geschafft. Seid ihr voll dagegen. Ja. Ja. Bam. Den Shake abgerupft. Halt fest. Ja. Aufsteigen. Bitte an Bord kommen zu dürfen. Frank, der Fährmeister. Ja. Aber ist doch Ja. keine Bewegung. Ja, das Beil wird gespannt und jetzt geht's los. Oh ja. Möchte einer Wasserski fahren? Bei der, Ich ein bisschen schneller. Marina, bei der Speed, da wird dir doch immer schlecht, oder? Okay. Guck dir das mal an. Wenn man zu Fuß gehen wollte, wie weit man laufen müsste. Ja. Das haben die schon geschickt gemacht. Nee. Ja. Und da ist die andere Seite. Super Sache. Klasse. Jo, Wir sind da. Super. jo. Aussteigen. Alle aussteigen. Hafenmeister, Toiletten, Dusche, Hausmüll. Da lang. Die anderen haben schon kleine und die brüten noch. Ja, hier sind wir jetzt am Hafenkontor. Hi. Hi.
ne? Da muss das sein. Ja. Muss man nur Glück haben mit dem Wetter. Ja. Aber wir sind jetzt seit 2 Tagen unterwegs und wir hatten an beiden Tagen Sonne. Ja, das ist gut. Aus langsam Wetter. Heute Abend mit viel Wind. Ja, 5 bis 6. Morgen auch, ne? Ja, aber weniger, nicht so viel. Nicht so viel? Und nach Osten geht es was. Aber wenn Sie das 11 oder 12 Uhr fahren, dann wird es vielleicht besser sein. Ach, das ist besser, okay. Und wenn, ich weiß nicht, wohin du fährst. Nach Haarlem kommen wir morgen. Oh, das ist prima auf das Ei, kein Problem. Das geht kein Ja. Problem. No problem, okay. Das nenne ich mal Duschen. Dusche mit Waschbecken, Ablage, Dusche. Das ist ja wie zu Hause. Wie zu Hause. Ja. Hier gibt es noch eine Dusche. Das gleiche in links. Ach, das ist Lager. Hier ist WC und Dusche. Das ist, wenn man es ganz gemütlich haben will. Alter. Da können wir zu zweit duschen. Ja, Doppeldusche für Verliebte. Familiendusche. Familiendusche mit Kindern. Toll. Toll. Top. Waschen, Trockner, geht auch. Super. Hafenmeister gleich gegenüber. Direkt in der Route nach Amsterdam. Eine Perle, die wir hier gefunden haben. Sind wir bisher immer dran vorbeigefahren, aber es lohnt sich wirklich mal anzuhalten. Auch ein gemütliches Vereinslokal hier. Und dann geht es hier auch raus. Kurz vor Amsterdam so eine Idylle. Einfach fantastisch. Ein Platz zum Entspannen. Eine Häuserreihe und danach ist auch schon die Kuhweide. Toll. Anleger für Sportboote. Kann man super sitzen. Und hier drüben ist der Markt, ein Restaurant. Romantik. Das ist wirklich total idyllisch hier. Wir fahren jetzt schon so viele Jahre hier und sind immer vorbeigefahren. Ja. Da ist doch Handarbeit gefragt. Guck mal, die Mama macht, ne? Ganz einfach. Ich setze mich als alter Mann hier mal auf die Bank. Und lass die Jugend arbeiten. Oh, da kommt noch ein ganz dicker rein. Oder legt er sich einfach nur davor. Ja, weil er könnte sich auch vor die Poller legen, wenn keiner da raus will. Genau, ist er nur hinten am Steg, dass er da aussteigen kann. Ja, ja. Das macht er auch. In Dorgadam gibt es heute Grillen an Bord. Natürlich. Aufgrund Mit dem Grillmeister. des Windes grillen wir sogar im Boot. Das ist auch gar kein Problem. Ja, der Grillmeister kann alles. Ja. Master auf Grill. Da freuen wir uns schon drauf, wenn er fertig ist. Und da gibt es auch schon Essen. Das erste Grillgut schmeckt wunderbar. Genau. Ja. Marina hat sehr gut gegrillt. Ja. Dorgadam war überraschend schön. Das ist zwar hier ein verträumter Ort, aber Ort ist es eigentlich gar nicht. Es ist nur eine Häuserzeile mit einer Kirche. Die hört man allerdings alle 15 Minuten. Es ist ein kleiner Clubhafen. Das macht die ganze Sache sehr privat. Netter Hafenmeister. Der ist schon groß. Ja, ja, der ist schon groß, das stimmt. Aber sehr verschlafen alles hier und sehr nett. Und wir müssen sagen, also es war toll, hierher gekommen zu sein. Wir sind bisher natürlich immer vorbeigefahren, weil Amsterdam natürlich sehr nah ist. Aber ich kann nur jedem empfehlen, hier mal Halt zu machen. Ja, sehr netter Hafenmeister, sehr nette Menschen, die hier leben und wohnen. Und auf jeden Fall hier mal Stopp machen.